Das sind Leaks von GTA 6. Das sind ganz, ganz viele Screenshots, Clips, internes Material, welches hier verkauft wird. Das ist die rote Schrift, das ist Lucia, das ist ihr Gött, das ist das Graue, das ist die grüne Bank. Das ist das Menü, was er meint. Schau mal, da ist sogar dieses Weiße, dieses helle Blaue, ist sogar hier das helle Blaue. Das Darknet in April 2026. GTA 6 Leaks und verstörende Epstein-Files. Epstein-Files oder wie der Bre ausgesprochen wird. Wie heißt der? Epstein, alles muss versteckt sein. Ich weiß es doch nicht. Aber tatsächlich sagt er, dass da was zu finden ist. Ich würde mal sagen, wir gehen rein, oder? Was geht ab, Friends, und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. Wenn ich lauter machen soll, sag Bescheid. Wir gehen gemeinsam ins Darknet. Lasst uns heute gemeinsam rausfinden, was man im April 2026 so im Darknet finden kann, wenn man jetzt einfach mal wirklich blind reingeht. Und ganz wichtig, ich weiß, ich sag's jedes Mal, macht das Ganze zu Hause nicht nach, denn da kann einiges schiefgehen. Chat, eine Frage an euch. Wollen wir das komplette Video angucken und uns das gönnen? Eins in den Chat, zwei in den Chat? Nee, nur das GTA 6 Thema. Guck hier, der zum Beispiel hat geschrieben, hey, ich suche momentan nach Bank Records, also bezogen auf Bankinformationen. Also ihr seht schon, um was es eigentlich in diesem Gruppenchat geht. Aber einfach Michael aus GTA 5, ja, der will einfach Bankinformationen. Oder ich glaube, das war Lester-Chat. Das war 100% Lester, der einfach mal einen neuen Coup plant für GTA 6 wahrscheinlich, ja. Ich bin einfach Lester, Bruder. Ja, wir schauen jetzt Trailer Nummer 2 an. Was sehen da meine Augen? GTA 6 Leaks. Etwas, was meine Augen eigentlich gar nicht sehen dürften oder sollten. Das sind Leaks. Das sind Leaks von GTA 6. Das sind ganz, ganz viele Screenshots aus GTA 6. Auf das, Marco Media. Das wurde mir zugeschickt. Ich muss das offensichtlich alles zensieren, weil sonst reite ich mich hier in Teufelsküche. Das ist, denke ich, jedem klar. Ah ja, guck mal, okay, hier gibt es tatsächlich sogar eine Beschreibung auf der Webseite. Information about the leaks, also Informationen über die Leaks. Ich bin aktuell Teil eines internen Testing-Teams und wir testen gerade diesen Titel auf der PS5. Für offensichtliche Gründe oder offensichtlich bleibe ich anonym. Was ich aber eben sagen kann, ist, dass es sich hierbei um eine Early, also eine frühe Alpha- und Beta-Version des Spiels handelt. Das Spiel fühlt sich aber jetzt schon unglaublich massiv und riesig an. Die Welt ist sehr, sehr vollgeparkt. Die Atmosphäre ist unreal, also richtig krass. Und ein paar von diesen ganzen Spielmechaniken sind ja noch viel krasser und viel weiter, als Menschen oder Leute überhaupt expected haben. Boah, das glaube ich auch, Chat. Das sind genau meine Worte. Also gehen wir mal nicht drauf an, ob dieser Dude echt ist oder nicht, der das geschrieben hat. Chat, ich halte immer noch fest dran, dass Rockstar Games irgendein Geheimnis hat, wo es so richtig Boom machen wird. Es wird noch so richtig Boom machen, weil Rockstar Games uns irgendwann kurz vor dem Release was zeigt, was wir niemals erwartet hätten, dass es sowas möglich ist. Viel wird immerhin immer noch angepasst, verändert, aber das Fundament ist da. Manche Mechaniken, Features oder auch generell kleine Details können privat diskutiert werden oder besprochen werden, wenn man hier eine Anfrage schickt. Und es kommt natürlich ganz drauf an, was du eben wissen möchtest. Es gibt auch Screens und Clips, also Screenshots, Clips, internes Material, welches hier verkauft wird. Preis und Details bei Anfrage. Ich will ja nichts sagen, aber ich würde das schon gerne machen, wenn ich dann mehr über GTA 6 erfahren würde. Aber nein, machen wir natürlich nicht. Das ist nicht legal. Aber das wäre schon sexy, sage ich euch, wie es ist. Ach, warte, wir gehen gleich komplett drauf ein, weil ich habe da für diese Thematik mit Darknet habe ich da auf jeden Fall was zu sagen. Krass, okay, hier sind auch nochmal Bilder. Also hier oben, ja, man sieht auch, hier ist auf jeden Fall, ich bin mir ziemlich sicher, das sind wirklich echte Screenshots, weil es sieht sehr echt aus. Auch hier mit diesen ganzen Entwicklerkonsolen, wo die ganzen Commands und so weiter eingeben können. Auch hier wird irgendwie die Map geleakt. Man sieht auf jeden Fall, das ist abfotografiert. Irgendjemand muss da wirklich von einem Bildschirm was abfotografiert haben. Das ist die ganze Spielkarte. Hier ist auch nochmal ein Screenshot, beziehungsweise auch nochmal was abfotografiertes. Wurde offensichtlich mit dem Handy abfotografiert.
Und da sieht man den Hauptcharakter, beziehungsweise man spielt ja ein Pärchen. In dem neuen GTA hat man ja raus. Ey, warte mal, Alter. Gib mir diese Adresse von diesem Typen. Ich zahle ihm sofort. Bro, ich will jetzt wissen, wie die Map ausschaut. Der labert doch bestimmt, oder? Also nicht der Dude, der das aufnimmt, weil ich denke mal, der ist nicht so deep in der Materie. Boah, warte mal. Wir recherchieren gleich. Gefunden und da sieht man auf jeden Fall den Typ. Und hier steht, Trust me, you're not gonna see this game until mid-2027. Ich hoffe, das ist ein blöder Witz. Boah, der sagt einfach, GTA 6 wird verschoben auf 2027. Und zwar da, wo das Geschäftsjahr endet. Wahrscheinlich Februar, März 27. Chat, der sagt einfach, GTA 6 wird verschoben. Also mir wäre es auch egal. Aber das ist so ein Punkt, wo man sich denkt, warum sollte der Bre das riskieren? Und diesen Trust verlieren. 0% wird es verschoben, sagt Wolfenhau. Ja, ich weiß ja nicht, was dich so sicher macht, Bro. Also so 100% kann man das ja nicht sagen, weißt du, was ich meine? Weil wenn du sagst, 0% wird es verschoben, dann bist du ja 100% sicher. Aber diese 100% kann uns ja keiner geben. Weißt du, was ich meine? 23 kommt Trailer 1. Wo ist die Zeit hin? Junge, Alter, wir brauchen GTA 6 unbedingt. Reicht. Weil ich kann nicht länger auf dieses Spiel warten. Wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen, es ist ein interner Entwickler, der gerade das Spiel testet und vorbereitet und schaut, was halt eben noch gemacht werden muss und so weiter, und der jetzt hier im Darknet Sachen liegt über das Spiel. Wenn wir jetzt wirklich mal davon ausgehen würden, dass es eine vertrauenswürdige Quelle ist, wovon ich absolut nicht ausgehen kann, und der schreibt hier, vertraut mir, ihr werdet das Spiel bis Mitte 2027 nicht sehen. Das Spiel ist für Ende 2026 geplant. Und er sagt Mitte 2027 frühestens. Boah, es tut mir so leid, gell. Ich kann euch das halt einfach nicht zeigen, weil das bringt mich, wie gesagt, in Riesenschwierigkeiten, wenn ich sowas zeigen würde. Aber ich glaube, das ist ein ganz anderes Thema, so eine Art von Leaks zu riskieren, zu zeigen, die nicht oft veröffentlicht sind in der Öffentlichkeit, weißt du, was ich meine? Als wie der Mega-Leak, weil der war ja im normalen Internet zu finden. Ich glaube, das ist dann eine Stufe noch illegaler, weil er würde quasi von der illegalen Plattform, oder besser gesagt, einen illegalen Zugang dafür, also der wäre der Schlüssel dafür, dass es an jeden rankommt, sagen wir mal so. Und da könnte es einen Schadensersatz geben. Vielleicht ist es Rockstar Games selber und die würden ihn danach voll hops nehmen. Stell dir vor, das ist Rockstar Games selber. Es ist offensichtlich. So Nebenjob. Man sieht das sind definitiv echte Screenshots vom Spiel, weil überall sind auch immer diese ganzen Konsolenzeichen, also diese ganzen, ihr könnt ja, so Spieleentwickler haben ja dann immer so eine Konsole offen, wo sie alles eintippen. Du siehst hier die ganzen Codes, du siehst hier irgendwelche Mechaniken, du siehst hier irgendeine Auslastung auf der Grafikkarte, die hier getestet wird. Hier siehst du auch unter anderem Screenshots von Sequenzen, von so kleinen Filmsequenzen im Spiel. Hier auch nochmal was von der Karte. Hier auch wieder an irgendeinem öffentlichen Ort, wo jemand rumläuft. Hier ebenfalls auch, da werden auch Sachen getestet. Wie gesagt, ich kann und werde nicht auf die Sachen eingehen, weil es sich hier halt eben um Leaks handelt und sowas zu verbreiten. Wäre erstens unfair und zweitens ist das halt auch nicht rechtens. Aber wenn ich das jetzt so sehe, kann ich auch nichts für, ist ja nicht meine Schuld, kann ich mir anschauen, ist gar kein Problem. Ja, man, aber Jamal, ich darf hast sowas recht. natürlich nicht verbreiten, deswegen bleibt das auch alles zensiert. Ich glaub's nicht, finde ich einfach im Darknet einfach Leaks zu GTA 6. Okay, ist nicht wundernswert, also ist jetzt nicht so, dass man sagen würde so, oh mein Gott, Dennis, tu doch nicht so, du bist im Darknet, ist doch klar, dass du da sowas Oh mein Gott, Dennis ist im Darknet und findet Sachen zu GTA 6. finden kannst. Ja, da habt ihr eigentlich irgendwie auch, irgendwie recht. Aber es ist trotzdem krass, weil, es ist ein Spiel, da warten so viele Menschen drauf und es gibt halt ein paar freche Entwickler, die halt der Meinung sind, damit Geld zu machen. Also wer auch immer das ist, wenn es sich wirklich um einen Entwickler handelt, weiß man nicht, kann nicht bestätigen. Der hat ja auch unten so Kontaktdaten, da kannst du ihn halt kontaktieren. Und dann schickt er dir anscheinend mehr Material zu für den richtigen Preis. Ich werde es nicht ausprobieren. Kann auch ein dicker Scam sein. Ja, natürlich niemals dem Geld zahlen, ne, Chat? Bro, das muss doch eigentlich im Internet dann irgendwo ein Screenshot geben, oder? Checkt ihr, was ich meine? Bro, wenn es einmal im Darknet, selbst im Darknet, die Leute sind so GTA 6 süchtig, die werden das doch sicherlich auch veröffentlichen, oder nicht, Chat? Weil er hat ja nichts gezahlt, er war auf der, anscheinend hat man diese Screenshots, die er gesehen hat,
öffentlich gesehen, oder nicht? Habe ich das falsch verstanden? Nein, der hat nichts ausgegeben. Das heißt, man sieht es. Das heißt, jeder könnte das fotografieren und jeder könnte es im normalen Internet veröffentlichen. Das meine ich. Aber wie kam er dahin? Ja, das ist die andere Frage, ne? Aber der wird bestimmt nicht der einzige Mensch auf der Welt sein, der das gefunden hat. Das ist das Ding. Und das sind bestimmt hunderte, tausende Menschen, die das auch gefunden haben. Und wir wissen nicht, wie deep dieser Dennis wirklich in der Materie ist. Vielleicht hat er irgendwas gesehen, was bereits 100-mal gesehen wurde von uns Freaks. Weil ich zeige euch jetzt Folgendes. Wir gehen jetzt mal das Thema durch. So, er hat ja zensierte Screenshots gezeigt. Und das Ding ist, es gibt einen Mitarbeiter, der sagt, so, wir machen jetzt FBI-like, okay? Wir haben einen Mitarbeiter bei Rockstar Games, der das Ganze auf der PlayStation 5 testet. Er sagt, das Spiel ist viel krasser als der Mainstream denkt und es wird noch krasser sein, als man sich vorstellen kann. Und man kann ihn fragen und er wird dir Fotos und Material zusenden für den gewissen Preis. Erstens, wenn Rockstar Games das rausbekommt, wäre er schon längst im Arsch. Und das hat einen einfachen Grund, weil das Sicherheitssystem bei Rockstar Games so abläuft. Und zwar hat jeder Mitarbeiter seine eigene Aufgabe. Der eine macht den Gött von Lucia, der andere den Sixpack von Jason. Dann gibt es welchen, der tut die Animationen herstellen, was passiert, wenn jemand vom Balkon springt. Der andere stellt eine Animation her, was passiert, wenn man dir ins Bein schießt. Und jeder hat seine Animationen, auch mehrere. Also eine Person hat auch mehrere Animationen, aber jeder hat seinen Arbeitsbereich. Und wenn er jetzt anfängt, was zu leaken, dann wird man das von dem System eigentlich erkennen, welcher Mitarbeiter das ist, weil er genau für diese Stelle verantwortlich ist und er genau sich da und da befindet. Checkt ihr? Also man kann es zumindest eingrenzen, weil es gibt welche, die tun das sich in der freien Welt programmieren, ja, dann gibt es welche, die tun das nur testen, nur Animationen, die anderen, keine Ahnung, Alter, lesen die Dialoge und korrigieren sie, was weiß ich was, aber jeder hat seinen Arbeitsbereich. Und Rockstar Games ist auch sehr streng, also wenn das so einfach wäre, so einfach mal nebenbei mit GTA 6 als Mitarbeiter so ein bisschen Nebenjob zu machen und im Darknet ein paar Leaks zu veröffentlichen. Ich sag euch, es würde nicht mal 2 Stunden dauern. Wir hätten diese Leaks schon irgendwo offiziell auf X gepostet von GTA 6 Countdown. Oder von Schieß mich tot, alle, die dazugehören, weißt du, diese Insider, Bro, das ist einfach gefundenes Fressen. Die würden niemals sagen, oh, das ist illegal, wir machen es nicht. Die würden sagen, wurde mir zugespielt, fertig. Und 8Nova kann auch bestätigen, der war mehrere Tage im Darknet unterwegs. Man findet jeden Scheiß, aber zu GTA 6 hat er einfach nichts gefunden, obwohl er aktiv danach gesucht hat. Das ist das Ding, Chat, versteht ihr? Und der wollte wirklich was zu GTA 6 finden. Der war nicht einfach nur, ich schau mal, wie Darknet ist, sondern er hat wirklich nach GTA 6 gefunden, hat nichts gefunden. So, und jetzt kommen wir zu den Leaks, okay? Also wir haben hier mehrere Screenshots. Alle mal ein kleines A in den Chat für Adleraugespitzen, weil ich glaube, ich habe ein paar Screenshots erkannt. So, den habe ich, warte. Ich muss mal alles speichern, Chat. Ich speichere jetzt alles und alles, was ich erkenne, zeige ich euch. So, das habe ich erkannt. Das sieht für mich nach Mapping Community aus. GTA 5 im Vergleich zu GTA 6, bin ich euch ehrlich. So, das habe ich auch erkannt. Ich will ja nichts sagen, aber ich würde das schon gerne machen, wenn ich dann mehr über GTA 6 erfahren würde. Aber nein, machen wir natürlich nicht. Das ist nicht legal. Aber das ist so die Lara, wenn sie auf TikTok überlegt, ob sie OnlyFans machen soll. Ah, ich würde schon machen, aber nein, das ist nicht gut. Das ist Haram, das macht man nicht. das wäre schon sexy. Entwicklerkonsolen, wo die ganzen Commands und so weiter eingeben können. Entwicklerkonsole. Ich tue das mal auch Screenshotten. Entwicklerkonsole. Okay, ich weiß, was er meint. Ich glaube, dann müsste das auch das sein, was ich sehe. Und jetzt zeige ich euch, dass, also es ist kein Angriff gegen Dennis, ne? Der hat super Job gemacht, auch sehr interessantes Video. Der ist einfach nicht so deep und so ein Freak wie wir in dieser GTA 6 Materie. Denn ich glaube, dass was da gezeigt wurde, waren erstens Fake-Leaks, wo mit KI erstellt wurden und der dachte sich, boah, das scheint echt zu sein. Dann natürlich Vergleiche von Maps von GTA 5 oder von Mapping Community, wo, wenn man nicht so deep drin ist, sich denkt, boah, Alter, das ist bestimmt die Alpha-Version der Map. So, weißt du, was ich meine? Ich glaube eher, dass es in die Richtung war. So, und jetzt, passt auf. Wir machen jetzt Folgendes. Ich habe hier ein paar Screenshots gemacht. Ich zeige euch erstmal den hier. Warte mal, erstmal zeige ich euch den, wo ich mir sicher bin. Bei dem bin ich mir sicher. Digga, ihr denkt euch echt, ich bin verrückt, ne? Jetzt halt dich fest, Bro. Du wirst gleich merken, dass ich nicht verrückt bin, sondern einfach der GTA 6 Mani. Okay, seid ihr bereit? Ha? 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 Sagst du noch was, Bruder? Ha? 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 Ha?
Einen Chat für Adlerauge. Hier haben wir die rote Schrift. Auf den Moment habe ich gewartet. Das ist die rote Schrift. Das ist Lucia. Das ist ihr Gött. Das ist das Graue. Das ist die grüne Bank. Das ist das Menü, was er meint. Du musst mir nur Pixel zeigen, ich erkenne sofort. Weißt du, was ich meine? Digga. Und der Mitarbeiter meinte, es sind exklusiv seine Aufnahmen. Da hat der AD recht, er hat gesagt, das sind meine Aufnahmen. Ich kann euch doch mehr zeigen. Chat, hier. Okay, wollen wir weitermachen? Also bei dem war ich mir sicher, der hat mich direkt gecatcht. So, weitermachen wir, okay? Jetzt ist Selbstbewusstsein gestiegen, weißt du, was ich meine? Einer auf den. Was habe ich noch gescreenshottet? Ich bin mir bei dem nicht ganz sicher, aber eigentlich auch schon. Da, das ist diese Szene. So, einen Moment, wir müssen genau auf diesen Moment achten. Der passiert erst, der wird erst geswitcht. Das ist der Moment. Das ist der Moment, das ist der Moment. Alle mal ein fettes A in den Chat. Grau, das ist das Auto. Grün ist hier zu sehen. Graue Umgebung, ihre Hose und die Map. Die Map wurde zu Dings ausgeschnitten. Checkt hier? Digga, zweite Bild erkannt, Bruder. Aber warte mal, ich bin mir nicht sicher. Warte, ich glaube, das könnte noch eine bessere Szene kommen. Warte. Es ist auf jeden Fall... das ist es, oder? Ja, Mann, schau mal. Grün, grünlich grau. Da. Weiß, so, ne? Hier, Lucia steht leicht schräg, ihr Bein so. Hier rot. Und hier grün. Ich habe einfach nur getrustet, aber es hat funktioniert. Und deswegen schauen wir mal, was er noch zeigt. Das ist so, Chat, ich will jetzt nicht lügen, aber das ist so GTA 5 versus GTA 6 Map. Das ist so in die Richtung, checkt ihr? Einer auf den hier so. Das hier ist quasi das hier. Doch, das ist sogar das, ne, Chat? Habe ich recht? Aber spätestens da müsst ihr eigentlich gecheckt haben, dass es fake ist. Guck mal, schau mal hier und da, checkt hier, das ist sogar das Bild, glaube ich. Das ist einfach, schau mal, da ist sogar dieses Weiße, dieses helle Blaue, ist sogar hier das helle Blaue. Einfach auf spontan gefunden, weißt du, was ich meine, in Reddit. Also ich würde jetzt Dennis nicht unterstellen, dass er das irgendwie absichtlich inszeniert hat. Ich denke mal, der ist einfach nicht so deep in der Materie, Chat. Wisst ihr, was ich meine? Der ist einfach nicht so deep in der Materie und der sieht es einfach. Es sieht auch echt aus. Es ist ja auch echt, ne? Und dann hat er sich einfach gedacht, boah, das muss es sein. Konsolenzeichen, also diese ganzen Spieleentwickler haben ja dann immer so eine Konsole offen, wo sie alles eintippen. Du siehst hier die Okay, ich weiß, was er meint mit Konsole offen, Spielmenü. Soll ich euch zeigen, einzeln in den Chat? Das hier, das meint er. Das ist das hier. Warte, welche Farben hat es? Blau? Ist es das hier oder was? Ja, Mann, das ist das hier. Haben wir noch einen geknackt, Chat. Oder? Blau, grün, grau. Blau, grün. Oh, das könnte schon sein. Ich bin mir nicht sicher, aber der redet auf jeden Fall über dieses Menü. Er redet aber über dieses Menü, wo man eintippen kann. Oder er meinte allgemein das Computermenü. Das kann sein. Ich glaube aber nicht, dass es das ist. Was noch jedoch interessant ist... Die ganzen hier auch wieder an irgendeinem öffentlichen Ort, wo jemand rumläuft. Öffentlicher Ort, wo jemand rumläuft. Boah, was könnte das sein, Chat? Das wollen wir jetzt rausfinden, oder? Was könnte das hier sein? Es ist aber nicht der bei der Garage, oder? Könnte das hier sein? Nee, ne? Das da meine ich. Weil das sind so die Farben, so erinnern mich irgendwie. Ah, warte mal, ich hab's. Das ist doch das, oder? Warte, mach mal den Effekt wieder aus. Oh, das ist schwer zu sagen. Also da weiß ich ehrlich Hier gesagt ebenfalls nicht auch, eindeutig. da werden auch Sachen getestet. Wie gesagt, Das ist im Innenraum. Er meint das Bild daneben, wo jemand draußen rumläuft. Ach, das ist der Innenraum? Ach, du meinst, das ist der Innenraum, das hier so? Doch, Digga, das könnte schon sein, ne? Boah, das ist ein bisschen schwer, das sind zu viele gleiche und Farben. werde nicht. Digga, ich weiß nicht, wie lost dieser Dude ist, der die Leaks hochgeladen hat. Ja, dieser vermeintliche Rockstar Games Mitarbeiter. Aber, kleiner Tipp an dich, mein Bester. Tu doch beim nächsten Mal mit KI generieren, sodass die Leaks wenigstens nicht wie die Mega-Leaks, also nicht, dass es die Mega-Leaks sind. Weil, Bro, wenn einer nur ein bisschen sich ein paar Videos angeguckt hat von irgendwelchen Creator auf international Basis, dann wird er sofort checken, ey, warte mal, es kann nicht von ihm stammen, weil das sind die Mega-Leaks. Weißt du, was ich meine? Weil wenn's kämen, dann richtig, Bro. Okay, wir haben's gecheckt. Es sind auf jeden Fall Fake. Ihr braucht gar nicht darüber nachdenken und so nach dem Motto, ich kenne dieses Gefühl, man sitzt so da und denkt sich, Alter, irgendwo da draußen ist irgendein Dude, der hat einfach viel mehr zu GTA 6. Der veröffentlicht das einfach niemand, Alter. Das ist so scheiße, diese Darknet. So deep ist Darknet auch wieder nicht, Chat. Jetzt mal Real Talk. Also nicht so, dass es nicht deep ist, Bro. Natürlich ist es sehr, sehr deep. Aber ich meine, die Leute denken manchmal, du brauchst FBI-Pass und
Hermines Schamhaar, damit du da reinkommst. Weißt du, was ich meine? Bro, das ist nicht so. Du kommst da schon rein, so ist nicht. Du kannst auch dort ganz normal illegale Sachen finden, was ich niemandem raten würde. Aber, genau, 10 Sekunden bist du drin. Aber es ist nicht so, dass du gehst so rein und auf einmal kommt so Wind. So dünn, dünn, Musik, Alter. Dein Zimmer wird dunkel, im Hintergrund so Zahlen wie bei Matrix. Und du bist voll irgendwo anders und siehst alles so in 3D. So, weißt du, was ich meine? Das ist jetzt nicht so. Im Endeffekt ist es einfach nur der böse Bruder vom normalen Internet.